Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder auf meinem Kanal Kreuz Dame und freue mich, dass ihr bei diesem Video dabei seid. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer gemeinsamen Stickzeit. Das ist Stickzeit Nummer 29 und heute möchte ich euch mitnehmen an dem Soul von Heaven and Earth Design und da sticke ich, wie ihr eingeblendet seht, am Stone Cottage Keep. Das Cottage hat 87 Farben und wird 305 Stiche breit und 289 Stiche hoch. Das sind dann über 88.000 Kreuze. Ich sticke das Cottage auf 18 Count AIDA, auf einem Easy Count Stoff und habe ihn gestartet Anfang des Jahres, also ganz genau genommen am 30. Dezember des Vorjahres. Ich werde euch jetzt ein Bild einblenden, wie weit ich gekommen bin mit Ende des letzten Monats, also mit Ende März. Und das seht ihr, ich habe die erste Spalte fast fertiggestellt und nach der ersten Spalte geht es wieder nach oben und ich werde hier oben am Hintergrund weiter sticken und mich wieder nach unten arbeiten. Ja, aber mittlerweile ist ja auch einiges wieder an Zeit vergangen seit dem Monatsupdate und ich habe natürlich auch wieder fleißig weiter gestickt und das werde ich euch jetzt zeigen, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Ja, und so sieht das aus. Ich habe es schon eingespannt in den Nerdsch-Rahmen und ihr seht, es ist schon wieder ein Stück dazugekommen. Also insgesamt sind das 3 Kästchen, das heißt 30 Reihen sind da dazugekommen und habe eine Menge an Hintergrund schon geschafft und auch ein Teil äh, des Turmes, also und hier das Dach, sieht man schon. Ja. Ja, und jetzt möchte ich hier am Hintergrund mit euch gemeinsam weiter sticken und dazu werde ich jetzt alles vorbereiten und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Wie ihr seht, es ist alles vorbereitet. Das heißt, ich habe wieder meinen Stickrahmen in meinen Tischstickständer eingespannt und wir werden jetzt gemeinsam hier am Hintergrund sticken, also hauptsächlich Blau und Türkistöne. Ja, ich sticke ja wie üblich in 100er Kästchen, das heißt, ich werde jetzt das Kästchen voll machen und mich dann nach rechts weiterarbeiten. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr wieder den Pattern Keeper eingeblendet seht. Wenn ja, dann seht ihr, dass ich das erste Symbol bereits markiert habe und das ist die Farbennummer 924. Da gibt es ja einiges an Kreuzen zu sticken. Ich habe mir auch schon den Faden rausgesucht. Es ist so ein Blauton, so blau-grauton. Und dann werde ich auch gleich loslegen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle gesund und könnt auch alle fleißig handarbeiten. Es muss ja nicht unbedingt sticken sein. Es kann ja auch stricken, häkeln oder was auch immer sein. Hauptsache, es macht Spaß und man kann sich dabei auch entspannen. Ja, ihr seht, ich habe schon ein gutes Stück am Soll geschafft. Jetzt kann ich euch die genauen Zahlen auch sagen, da ja der Pattern Keeper eingeschaltet ist. Und das heißt, ich habe 25.741 Kreuze bereits geschafft und das entspricht 29,20%. Ja, also mehr als ein Viertel, aber noch kein Drittel. Aber es geht dahin. Es gibt ja doch schon einige, die mittlerweile auch schon fertig sind mit dem Soul. Also zumindest wenn man in der Facebook-Gruppe schaut, gibt es doch schon einige, die fertig sind.
Ja, ich arbeite natürlich weiter mit meinem System. Ihr wisst ja, also wenn ihr meine anderen Videos angeschaut habt, ich sticke meine 242 Kreuze am Tag. Dazu muss ich sagen, die letzten Tage habe ich sie nicht geschafft, was aber einfach daran liegt, ich hatte Dienst, das heißt, ich musste arbeiten und war nach diesen Diensten so geschlaucht und müde, dass ich einfach nicht daran sticken wollte, beziehungsweise ich habe schon daran gestickt, aber ich habe diese 242 Kreuze nicht geschafft. Ja, aktuell habe ich, glaube ich, einen Puffer von in etwa 300 Kreuzen, also sozusagen einen Vorsprung. Ja, das ist so gut wie nichts, also eigentlich nicht der Rede wert. Das heißt, ich müsste mir wieder einen Puffer aufbauen, aber momentan schaffe ich das, glaube ich, nicht, da ich ja auch an meinen anderen Projekten sticke. So, da haben wir dann bald diese ersten Kreuze auch schon geschafft. Momentan ist ja ein eher Color-Blocking-Teil hier im Soll zu sticken, also weit entfernt von Konfetti. Da geht es natürlich ein bisschen schneller dahin. Also hier auf der linken Seite, was ihr jetzt nicht eingeblendet seht, dieses braune, orangefärbige Dach, da war dann doch wieder mehr Konfetti. Auch diese Türme, also die ihr gesehen habt, hatten sehr viel Konfetti, aber hier der Hintergrund ist wirklich sehr einfach zu sticken. Ich habe ja heute schon 18 Kreuze daran gestickt und dann dachte ich mir, ja, eigentlich könnte ich euch mitnehmen. Dann seht ihr wieder einmal den Fortschritt am Soll. Und ja, so habe ich es dann ja auch gemacht. So, dann werde ich abstreichen. Und ihr seht, ich habe wieder im unteren Feld gebackt. Und dann streichen wir ab. Ja, dann habe ich insgesamt schon 28 Kreuze gestickt. Und wir gehen zur nächsten Farbe, wieder eine größere Fläche und das ist die Farbe 3814. Ich suche sie mir raus. Also wie gesagt, dieser Soll besteht nicht nur aus Konfetti oder zumindest ist es für mich nicht so schlimm. Kann natürlich auch daran liegen, ich habe erst vor kurzem wieder an meinem Otter gestickt. Ihr kennt ihn auch aus meinem Monatsupdate, den Happy Sea Otter. Der ist ja von Painting Fairy Cross Stitch. Und dieser Otter hat Unmengen an Konfetti. Also da komme ich wirklich nur langsam voran. Da ist ja jetzt der Hintergrund hier ein richtiges Kinderspiel, also sehr einfach zu sticken. Ja, also jetzt haben wir einen Türkiston, so Türkisgrünton, die 3814. Das lässt sich auch recht schnell sticken. Ja, die Zeit rast dahin. Wir haben schon wieder die Monatshälfte überschritten und nähern uns langsam aber sicher wieder dem Monatsende. Das heißt natürlich auch wieder dem Monatsupdate. Von meinen Projekten, die ich mir letztes Monat erdreht habe, also meine 8 Projekte, habe ich fast an allen gestickt. Also bis auf es fehlt mir noch ein Projekt, das hatte ich noch nicht in der Hand. Und wie ihr ja wisst, meine Vorgabe, also meine persönliche Challenge, ist ja, dass ich jedes dieser Projekte zumindest einmal in der Hand gehabt habe.
und daran gestickt habe. Also diesen Monat dürfte das auf jeden Fall funktionieren. Es sind ja noch ein paar Tage bis zum Monatsende und es macht mir wirklich total viel Spaß, diese Projekte zu sticken. Also natürlich das eine mehr, das andere weniger, aber insgesamt gefällt mir diese Methode der Auswahl, also so wie ich meine Stickprojekte auswähle, sehr, sehr gut und werde das auf jeden Fall zumindest die nächste Zeit beibehalten. Ja, also seht ihr im nächsten Monatsupdate ja wie üblich meine Fortschritte und natürlich auch dann wieder das Glücksrad, wo ich mir dann die nächsten Projekte erdrehen werde. Und dabei hoffe ich noch immer, dass ich mir das Feld Neustart erdrehe. Ich habe wirklich sehr, sehr Lust, einen Neustart zu machen, also ein Bild neu anzufangen oder besser gesagt mehrere Bilder neu anzufangen. Ja, eigentlich wäre das ja sogar dann das optimale Monat, denn nächstes Monat haben wir ja den Mai und der Mai ist ja Stitchmania, wo man ja viele Neustarts macht oder machen kann. Eigentlich möchte ich ja nicht daran teilnehmen, da ich ja meine persönliche Challenge habe, aber es juckt mich wirklich total in den Fingern, dass ich eines meiner vielen Projekte anfange. Oder mehrere. Eigentlich möchte ich wirklich mehrere starten, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch an meinen angefangenen Projekten weitersticken. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch meine Challenge weitermachen. Also habe ich ein kleines Dilemma, aber ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich mache. Kann durchaus sein, dass ihr plötzlich einen Neustart seht, aber das ist noch nicht sicher. Bis jetzt habe ich gut durchgehalten und ich hoffe, das bleibt auch so. Dann kann ich weiter an meinen Challenge weitermachen, weiter sticken. So, auch diese Kreuze sind schon fertig gestickt. Das heißt, ich werde wieder unterhalb backen. Und ihr seht, es geht wirklich flott. Es geht wirklich flott. Ich sticke tatsächlich nicht mit 2 Händen, wie ihr ja auch seht, sondern einhändig. So, ich schaue nur, ja, hier muss ich backen. Ich könnte ja mal probieren, auch zweihändig zu sticken, aber ich bin eigentlich so zufrieden. Ich komme so recht gut und schnell voran. So, ich zeichne wieder ab und wir haben jetzt aktuell 47 Kreuze. Und ja, es geht jetzt in das nächste Feld. Ich markiere hier wieder meine, entschuldigt. So, ich habe mir das nächste markiert, das ist die Farbe 958. Jetzt muss ich mal schauen, das sollte ein gebarkter Faden sein. Das heißt, diese 3 Fäden, ihr seht sie im Pattern Keeper, sind blau hinterlegt. Die brauche ich jetzt in diesem 100er Kästchen und die anderen werde ich wieder auf die Seite geben. Die brauche ich zurzeit nicht. Also hier gibt es einen gebarkten Faden, die 958, auch ein Türkiston. Und dann geht schon wieder weiter. Ja, wie ihr seht, also besonders im Pattern Keeper sieht man es ja wirklich sehr deutlich. Es ist Color Blocking aktuell. Also kein Konfetti. Aber das ist auch einmal angenehm, dass man dann ein bisschen schneller vorankommt beim Soll. Nicht so lange braucht, also dass ich nicht so lange brauche für meine 242 Kreuze pro Tag.
denn dann kann ich mich ja auch gleich wieder einem anderen Projekt widmen. So. Ja, noch bin ich guter Dinge, dass ich es auch schaffe bis zum Ende des Jahres. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass ich ja schon ewig daran sticke, aber wenn man bedenkt, es ist jetzt das 4. Monat und insgesamt hat man ja 12 Monate Zeit daran zu sticken. Ja, aber wie gesagt, gefühlsmäßig kommt mir das ja schon vor, als würde ich Jahre daran sticken. Denn eigentlich wechsle ich ja meine Projekte viel öfters. Ja, und das Soul, wie gesagt, ist jedes Monat dabei, also ganz genau genommen ja jeden Tag, wo ich daran sticke. Und ja, durch das kommt es mir auch schon so lange vor. Aber wie gesagt, es sind tatsächlich das 4. Monat, dass ich daran sticke. Ja. Bei den anderen Projekten, die ich mir erdreht habe, habe ich auch schon einiges wieder an Fortschritt geschafft. Also ja, es klappt wirklich total gut und ich bin wirklich, wirklich zufrieden. Ich habe natürlich auch wieder an meinen Perlenprojekten gestickt. Auch da gibt es ein bisschen Fortschritt, jetzt nicht so viel, aber wie ich euch ja schon gesagt habe, steht bei mir das Perlensticken nicht an erster Stelle, sondern eben das Kreuzsticken. Wobei ich finde es halt einfacher, ja, für mich jetzt herausfordernder, das Kreuzsticken, ja, wenn man sich hier einen Weg suchen muss sozusagen, wie man die Kreuze setzt. Ich achte ja darauf, dass ich eine möglichst schöne Rückseite habe. Ich sage jetzt möglichst, denn ja, 100%ig klappt das natürlich nicht. Bei solchen Projekten wie dem Heaven and Earth Soul, also der auch einiges an Konfetti hat, ja, da schaffe ich es nicht, dass die Rückseite so perfekt ist, aber ich bemühe mich zumindest, dass sie einigermaßen schön ist. Ja, und ja, das hat man ja beim Perlensticken nicht. Da kann man sich wirklich ja, von links nach rechts durcharbeiten. So, einen Moment, jetzt muss ich kurz schauen, wo ich bin. Ich habe jetzt ein bisschen kreuz und quer gestickt. Ich zeichne mal ab, also da haben wir die 2 Reihen gestickt, dann hier die 3, ja. Und jetzt ist mein Faden dann auch schon zu Ende. Diese 2 Kreuze und ich werde hier wieder mit dem Pinstitch vernähen. So, einmal abschneiden. Ja, ich vernähe auf der Vorderseite, schneide an der Vorderseite meinen Faden ab. Das waren dann nochmal 2 Kreuze. Das heißt aktuell 69 Kreuze und dabei läuft das Video noch gar nicht so lange. Und wir sticken in der ersten Reihe das nächste Symbol. Da mache ich tatsächlich nur ein Kreuz und packe dann gleich daneben im nächsten 100er Kästchen die Farbe. Oh, das ist der falsche Faden, das ist richtig. Moment, ich habe hier zu viel abgezeichnet, also muss ich das wieder rauslöschen. Und zwar habe ich hier diese, diese 4 Kästchen noch nicht gestickt. Also ihr seht sie jetzt im Pattern Keeper lila umrandet, also die lösche ich wieder raus, denn die muss ich jetzt als nächstes sticken. Also nochmals
die Farbe 958. Dieses Türkis, also dieser türkisfarbene Ton. Ja, also da gibt es noch einiges an Kreuzen zu sticken. Und dann kommt dieses eine Kreuz daneben. Ja, zum Perlensticken, ja, ich finde es halt wesentlich einfacher, einfach die Perlen von links nach rechts zu sticken. Ja, man muss sich da jetzt nicht unbedingt einen Weg suchen, wie man das sticken soll. Das ist, finde ich, doch wesentlich einfacher als Kreuzsticken. Geht auch meiner Meinung nach viel schneller als Kreuzsticken. Und ja, so ab und zu mache ich es recht gerne, aber so eine Herausforderung ist es für mich jetzt nicht. Da ist es eher das Kreuzsticken. Ja, aber Geschmäcker sind natürlich verschieden. Es soll jeder das machen, was ihm Spaß macht. Ja, weil bei den Perlenbildern, da habe ich ja meinen Tiger, den ich auf den 9 Count Stoff sticke. Also das ist der mit den großen Kunststoffperlen und der ist bald fertig, dieser Tiger. Also auch mit den 9 Count Perlen kommt er gut raus, finde ich. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Perlenbild aus einem China-Shop und das ist ein Igel mit, ich glaube mit Erdbeeren, und der ist auf 11 Count, aber der hat keine transparenten Perlen, so wie meine Vögelchen, sondern das ist auch mit opaken Perlen. Und ich habe mir dann schon überlegt, wenn mein Tiger fertig ist, ob ich dann das andere Perlenbild starte. Wie gesagt, das mit dem Igel. Und das ist tatsächlich auch noch das einzige, das ich noch im Lager habe. Alles andere, was in meinem Vorrat ist, ist alles Kreuzstich. Also alles Kreuzstichbilder. Und nur noch ein Perlenbild. Ja, aber eigentlich habe ich noch viel mehr Lust, ein Kreuzstichbild zu starten. Ja, da wären wir wieder bei dem Thema. Also ich frage mich, wie lange ich mich noch zurückhalten kann, bis ich das nächste Bild starte. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ja, es geht zügig voran beim Heaven and Earth Soul. Ganz untypisch. So viel Color Blocking. Aber ich habe das sehr gerne, wenn es sehr abwechslungsreich ist im Bild. Also abwechslungsreich meine ich jetzt nicht das ganze Konfetti, sondern abwechslungsreich. Damit meine ich den Wechsel zwischen Color Blocking und Konfetti. Also das macht es, ja, da sticke ich sehr gerne daran. Also sollte ich es schaffen und ich mir dann, also sollte ich es schaffen, das Bild zu beenden innerhalb des Zeitraumes, das heißt innerhalb dieses Jahres, und wenn ich mir dann ein Bild aussuchen kann, es gibt ja 3 Bilder, aus denen man dann wählen kann, dann wird es wahrscheinlich der Reiher werden, den ich mir aussuche. Also der gefällt mir tatsächlich am besten.
Aber ja, es ist noch ein langer Weg dorthin. Wir haben erst April, also Monat 4, das heißt noch 8 Monate zu sticken. So, ich zeichne wieder ab. Das heißt, wir haben jetzt das wirklich geschafft. Und ja, insgesamt schon 84 Kreuze. Also es geht wirklich, wirklich zügig dahin. Ja, am Freitag dann seht ihr ja wieder das nächste Video. Da habe ich wieder ein Unboxing für euch. Und zwar es ist wieder eine Kooperation. Dieses Mal mit Painting Fairy Cross Stitch. Und da habe ich mir ein etwas anderes Bild ausgesucht. Ja, mehr möchte ich eigentlich noch nicht dazu verraten. Ihr werdet es dann am Freitag sehen im nächsten Video. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ich werde ja öfters angesprochen von meinen Zuschauern bezüglich meiner Stickmethode. Es hat ja jeder seine Stickmethode, mit der er am besten zurechtkommt. Bei mir ist es einfach so, meistens sticke ich mit der Bark-Methode. Also so, genau so, wie ihr es hier seht, in den 100er Kästchen und mit Fäden barken. Aber es gibt ja auch Bilder, wo ich Cross-Country sticke. Das heißt, den Faden zu Ende sticke. Aber das ist eher selten. Ich fühle mich halt am wohlsten beim Sticken mit der Bark-Methode. Ja, sie ist nicht überall anwendbar, muss ich auch sagen, obwohl ich sie sehr gern mag. Aber überall kann man sie wirklich nicht anwenden. Also da gibt es schon einige Vordruckbilder, wo es tatsächlich einfacher ist mit Cross Country, aber speziell gezählter Kreuzstich, noch dazu gezählter Kreuzstich mit Konfetti, da ist für mich einfach die Bark-Methode und das Sticken in den 100er Kästchen viel, viel einfacher als Cross Country. Auch finde ich, auch das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, dass das Stickbild einfach ebenmäßiger und schöner wird, wenn man so in 100er Kästchen stickt, da man dann nicht noch irgendwo ein Kreuz reinquetschen muss, da man das ja, wie soll ich sagen, ziemlich am Anfang ja gleich mitstickt. Ja, und dann, wenn das 100er Kästchen voll ist, wechselt man ja ins nächste 100er Kästchen. Man kann auch kein Kreuz übersehen. Also, wie gesagt, also das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, es kann natürlich jeder sticken, wie er es für richtig haltet und wie er sich natürlich auch leichter tut. Viele kommen ja mit diesen hängenden, backenden Fäden überhaupt nicht zurecht. Ja, das war auch bei mir am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann geht einen das Backen richtig in Fleisch und Blut über, da denkt man gar nicht mehr viel darüber nach, sondern ja, backt einfach den Faden. Ja, ich backe ihn immer im rechten oberen Eck. Also da kann man ja auch variieren, welche Backposition einem am liebsten ist. Also wie gesagt, für mich ist es rechts oben die Ecke. Das liegt ja auch daran, da mein Grundstich rechts oben nach links unten geht.
Darum rechts oben wird der Faden geparkt. Ja, und mein Deckstich, ihr seht ja, beginnt links oben und geht nach rechts unten. Auch da kann man variieren, denn manche machen ja den Grundstich und den Deckstich in die andere Richtung. Also nicht so wie ich, aber das ist auch wieder je nach Lust und Laune, was jedem am liebsten ist und wie er am besten zurechtkommt. Ja, dann zeichne ich einmal ab. Das hätten wir diese 7 Kreuze. Wir sind tatsächlich schon bei 107 Kreuzen. Also eine halbe Stunde und 107 Kreuze in etwa. Denn ich hatte ja 18 Kreuze vor dem Videodrehen schon gestickt. Also heute werde ich die 242 Stiche schnell erreichen und dann, glaube ich, werde ich am Otter weiter sticken oder an meinem kleinen Mädchen von Waterpiece. Das gefällt mir wirklich total gut. Also ich finde, es kommt wirklich gut raus, obwohl es doch ein bisschen anders ist vom Farbton, als man es auf dem Vorschaubild sieht. Ja, aber ich werde euch das dann auch im Monatsupdate zeigen und auch erklären, was genau ich damit meine. Da ist es besser, wenn man ein Bild sieht, als wenn ich es euch jetzt nur so erkläre. So. Ja, ihr dürft mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, woran ihr gerade arbeitet. Also mich interessiert das immer sehr. Ich hole mir dann auch immer Inspirationen daraus, ja, was ich als nächstes sticken könnte oder was ich mir kaufen könnte. Also gerne in den Kommentaren, woran ihr stickt. Ihr könnt mir auch gerne sagen, ob ihr an Stitchmania teilnehmt. Also und wenn ja, wie habt ihr das geplant? Ein Neuanstich, mehrere Neuanstiche, täglich einen Neuanstich. Es gibt ja verschiedene Varianten, wie jeder daran teilnehmen kann. Aber ich denke mir, wenn ich jeden Tag ein neues starten würde, dann würden ja dann 30 neue VIPs dazukommen. Also ja, dann hat man ja überhaupt keine Fortschritte mehr an seinen angefangenen Bildern. Aktuell ja habe ich, glaube ich, es sind 25 angefangene Projekte. Das klingt jetzt nicht sehr viel, auch wenn man manche andere Stickkollegen ansieht, die haben ja viel mehr VIPs, aber bei mir ist es so, ich habe halt sehr viele Großprojekte, also nicht Projekte, die gleich fertiggestellt werden, sondern wirklich Projekte, wo man lange daran sitzt. Ja, liegt auch einfach daran, dass mir solche großen Projekte einfach besser gefallen als kleine Projekte. Ja, zwischendurch sticke ich auch mal gerne an einem kleinen Projekt, aber das ist auch eher die Ausnahme. Ja, so große Projekte gefallen mir schon besser. Aber auch das ist natürlich Geschmackssache und auch da, jeder soll daran sticken, was ihm gefällt und worauf er Lust und Laune hat.
Also mittlerweile gibt es ja nichts, was man nicht sticken kann. Also wie gesagt, ich habe ja ursprünglich mal in der Schule das Sticken gelernt. Und da haben wir halt diesen ja traditionellen Kreuzstich gestickt. Ich nenne es jetzt traditionell. Also meiner Meinung nach halt diese eher altmodischen Muster. So ganz kurz, ich streiche nur kurz ab, was ich gestickt habe. Da haben wir 5. Ja, ein bisschen fehlt noch. Aktuell 131 Kreuze gestickt. Ja, nochmal zurückzukommen. Wir haben, wie gesagt, eher altmodische Motive gestickt, damals in der Schule. Ja, auch so Buchstaben haben wir gestickt, aber alles ja eher ja, in meinen Augen altmodisch. Und damals gab es ja noch nicht, dass man so, ja, dass man eigentlich alles sticken konnte. Ja, zum Glück hat sich das geändert, denn, so, jetzt habe ich ausgefädelt, denn wenn das noch immer so wäre, würde ich wahrscheinlich heute nicht sticken, denn ich sticke doch lieber eher, ja, modernere Sachen als, ja, so wie es halt früher war. So, einen Pinstitch und dann kann ich auch schon wieder vorne abschneiden. So, dann kamen noch diese 3 dazu. Ja, aber jetzt wieder oben geht es weiter im Kästchen und da ist jetzt dieser einzelne Stich und dann backe ich daneben. Und das ist die Farbe 959, eine Spur heller dieses Türkis als das, was wir zuvor gestickt haben. Und ich backe rechts oben wieder, ja, im nächsten Kästchen. So, also eines dazu und backen. Dann habe ich noch einen gebackten Fäden und das ist dieses Blau und das ist die Farbe 3765. Und da gibt es noch ein paar Kreuze. Und wenn es sich ausgeht, werde ich auch im Feld darunter backen. Aber mein Faden ist recht kurz. Mal sehen, ob sich das ausgeht. So. Dann haben wir auch gleich bald das nächste 100er Kästchen voll. Ja, es geht wirklich jetzt recht schnell voran. Also ein bisschen Faden ist noch übrig. Ich backe es. Ja, ein paar Kreuze werden sich noch ausgehen mit diesem Faden. Dann wieder die 4, 5 Kästchen abstreichen und ich habe darunter im Feld gebackt. Und dann werde ich noch die restlichen Kreuze mit euch sticken in diesem Feld und dann das Video beenden. Nochmal die Farbe 958.
Also das Garn, das ich ja hier verwende, ist ja von Painting Fairy Cross Stitch und ich liebe es. Also ich komme damit sehr gut zurecht. Ich mag es, wie es sich sticken lässt. Also es wird auch nicht dünner während des Stickens und es reißt auch nicht. Also ich komme damit wirklich sehr gut zurecht. Und auch mein nächstes Projekt, das ich dann irgendwann starten werde, ein Projekt im gezählten Kreuzstich, auch da habe ich mir schon die Garne besorgt, bei Painting Fairy eingekauft. Und ja, ich überlege, ob ich nicht komplett umsteige von CXC auf die Garne von Painting Fairy, da ich einfach so begeistert bin von diesem Garn. Aber ich habe wirklich noch sehr viel CXC-Garn im Lager, also ja, stellt sich momentan das Thema nicht, denn das Garn gehört natürlich auch verstickt. Na, mein Nadel will abhauen. So. Oh, entschuldigt, ich bin leider an die Kamera gekommen. Aber ich habe sie sehr nahe, damit ihr auch was seht. Denn ich gehe jetzt immer von mir aus, wenn ich mir Videos anschaue, wo gestickt wird, dann möchte ich ja auch was sehen. Und darum habe ich die Kamera sehr nahe. Ja, dann habe ich das 100er Kästchen auch schon voll. Ich bake darunter und streiche die 6 ab. Das heißt aktuell 1000 natürlich nicht, sondern 146 Kreuze. Ja, es ist jetzt wirklich flott dahingegangen. Und dann schauen wir gleich am Pattern Keeper, wie es weitergeht. Und ihr seht auch, hier haben wir schon etwas mehr Farbwechsel dann im nächsten 100er Kästchen, aber auch noch eine große Fläche in dieser Farbe 958. Ja, ich werde jetzt das Video beenden. Wir sehen uns dann, hoffe ich natürlich im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, gemeinsam mit mir zu sticken. Und ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.